Vom 13. bis 24. Mai waren wir wieder mit dem Wohnmobil unterwegs. Unsere Route unter dem Motto Berge, Meer und Seen führte von Villach über Chioggia und den Gardasee bis nach Kraun im Vinschgau. Nach unserem Aufenthalt in Chioggia erreichen wir nun den Gardasee. Vom Campingplatz Continental aus entdecken wir die charmanten Orte Bardolino und Garda mit ihren historischen Gassen, lebhaften Promenaden und dem unverwechselbaren italienischen Flair. Nachdem wir am Montag den Campingplatz Adriatico verlassen hatten und das ungeplante Werkstatthopping hinter uns lag, ging es endlich weiter zum Gardasee. Die Straße liegt vor uns im warmen Licht. Der Alltag bleibt ein gutes Stück zurück. Andiamo la strada va. Durch Sonne, Wind und Bella Italia. Noch ein paar Kurven, noch ein Stück und wieder wartet neues Urlaubsglück. Piano, piano, ganz leicht und frei, mit diesem Gefühl tief in uns dabei. Dolce Vita, so fühlt es sich an, wenn man einfach genießen kann. Wow. Und lassen uns treiben, ohne Pläne, ohne auf die Uhr zu schauen. Che bella giornata, che bella realtà. Und die Vorfreude wächst mit jedem Kilometer. Noch ein paar Kurven, noch ein Stück und wieder wartet neues Urlaubsglück. Piano, piano, ganz leicht und frei, mit diesem Gefühl tief in uns dabei. Dolce Vita, so fühlt es sich an, wenn man einfach genießen kann. Gegen 15 Uhr erreichten wir den Camping Continental am Lago di Garda. Der Platz befindet sich in idealer Lage am östlichen Seeufer. Das Zentrum von Bardolino ist nur etwa 1,5 Kilometer entfernt und Garda erreicht man nach rund 2,5 Kilometern, bequem über die Uferpromenade. Nach der Anmeldung und dem Einrichten unseres Stellplatzes gönnten wir uns zunächst eine kleine Stärkung. Danach erkundeten wir bei einem ersten Rundgang den Campingplatz und die Umgebung. Die moderne, terrassenförmig angelegte Anlage verfügt über ein Schwimmbad mit herrlichem Blick auf den See sowie eine Ruhezone mit Liegestühlen. Ein Supermarkt und ein Restaurant befinden sich ebenfalls direkt auf dem Campingplatz. Die Zufahrten zu einigen Parzellen sind recht eng, sodass es für Wohnmobile über 7,5 Meter etwas anspruchsvoll werden kann. Neben Stellplätzen in verschiedenen Größen werden auch Bungalows zur Miete angeboten. Die Fähr- und Entsorgungsstation befindet sich zentral auf dem Campingplatz. Die Sanitäranlagen sind zwar nicht mehr die neuesten, waren während unseres Aufenthalts jedoch stets sauber und vollkommen ausreichend. Sogar an unsere geliebten Vierbeiner wurde gedacht. Auf dem Gelände gibt es einen kleinen eingezäunten Hundeplatz. Über mehrere kotgesicherte Zugänge gelangt man direkt zur Uferpromenade. Entlang des Weges laden kleine Snackbars zu einer Pause ein, während die großzügige Liegewiese am Seeufer ideale Voraussetzungen bietet, um zu entspannen und die besondere Atmosphäre des Gardasees zu genießen.
Abendessen kehrten wir im Restaurante Sitomato ein, das sich direkt auf dem Campingplatz befindet. Bei gutem Essen und einem schönen Blick auf den Gardasee ließen wir den Tag entspannt ausklingen. Bei herrlichem Wetter machten wir uns am Dienstagmittag auf den Weg nach Bardolino. Vom Campingplatz aus erreicht man das Zentrum des beliebten Urlaubsortes in etwa 20 Minuten zu Fuß entlang der Uferpromenade. Dabei sollte man jedoch die Radfahrer im Blick behalten. Auf dem gut frequentierten Weg sind manche doch recht zügig unterwegs. Nach dem Spaziergang entlang des Uferwegs passiert man den Hafen des Centro Nautico Bardolino. Kurz darauf erreicht man die schöne Seepromenade, an der sich ein herrlicher Blick auf die Weite des Gardasees eröffnet. Bardolino kann auf eine Geschichte von mehr als 2000 Jahren zurückblicken. Schon die Römer schätzten die Lage am Gardasee und im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich aus dem einstigen Fischerort einer der bekanntesten Orte der Region. Über die Grenzen hinaus bekannt wurde Bardolino vor allem durch den gleichnamigen Rotwein. Die Weinberge in den sanften Hügeln rund um den Ort gehören seit Generationen zum Landschaftsbild und prägen die Kultur der Region bis heute. Der Hafen von Bardolino bildet seit Jahrhunderten das Herzstück des Ortes. Früher legten hier vor allem Fischer und Handelsboote an, die maßgeblich zum Leben und Wohlstand der Region beitrugen. Mit seinen bunten Booten, den Cafés direkt am Wasser und dem herrlichen Blick auf den Gardasee zählt der Porto di Bardolino zu den beliebtesten Fotomotiven des Ortes. Gleichzeitig lädt er dazu ein, auf einer der zahlreichen Bänke Platz zu nehmen und das mediterrane Flair bei einem Blick über das glitzernde Wasser zu genießen. Unmittelbar am Hafen schließt sich die Piazzetta San Gervaso an. Der kleine Platz verbindet die historische Altstadt mit der Uferpromenade und wird vom Rathaus Bardolinos geprägt. Zwischen zahlreichen Lokalen, Promenade und den im Hafen liegenden Booten herrscht hier den ganzen Tag über ein lebendiges, aber dennoch entspanntes Treiben. Die Piazzetta ist damit ein idealer Ort, um das besondere Lebensgefühl Bardolinos hautnah zu erleben. Vom Hafen aus gelangt man direkt zur Piazza Giacomo Matteotti, einem der zentralen Plätze Bardolinos. Benannt wurde die Piazza nach dem italienischen Politiker, der sich für Demokratie und soziale Reformen einsetzte. Heute bildet der Platz das lebendige Herz des Ortes und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher.
Mitten auf der Piazza steht die Pfarrkirche Santi Niccolò e Severo. Gemeinsam mit den farbenfrohen Häusern, den bewachsenen Balkonen und den eleganten venezianischen Fenstern verleiht sie dem autofreien Platz seinen ganz besonderen Charme. Von der Piazza Giacomo Matteotti aus lassen sich die verwinkelten Gassen der Altstadt wunderbar erkunden. Hier stehen pastellfarbene Häuser dicht an dicht, dazwischen kleine Läden, Cafés und Restaurants. Beim Bummel durch die engen Gassen entdeckt man immer wieder liebevoll dekorierte Fassaden und versteckte Winkel, die den besonderen Flair des historischen Ortskerns ausmachen. L'acqua calma del lago mi parla piano. Il sole scende dietro il Monte Baldo. Dal campeggio guardo le luci in lontananza. Mi sento a casa, anche se sono lontano. Bardolino, vento tra i vicoli, odore di vino e di gelsomini. Se resto qui un giorno, resto per sempre, sotto il cielo che non ha confini. La sera accende le luci sul lungo lago, la gente ride, il tempo va più lento. Un bicchiere rosso, un brindisi al momento, e il lago mi canta il suo canto antico. Bardolino, vento tra i vicoli, odore di vino e di gelsomini. Se resto qui un giorno, resto per sempre, sotto il cielo che non ha confini. E se domani devo ripartire, porto con me questo blu nel cuore. Bardolino, oh, resta con me. Nachdem sich langsam der Hunger bemerkbar gemacht hatte, kehrten wir im Ristorante Corte San Giovanni ein. Im großzügigen Außengarten ließen wir uns die italienische Küche schmecken und genossen die entspannte Atmosphäre. Das Restaurant liegt im historischen Zentrum von Bardolino innerhalb der Mauern eines ehemaligen Gutshofes. Zwischen mediterranen Pflanzen und Sonnenschirmen lässt es sich hier wunderbar verweilen. Gut gestärkt setzten wir unsere Erkundungstour durch Bardolino fort und machten uns auf den Weg, weitere Ecken des malerischen Ortes zu entdecken.
Mitten im Herzen von Bardolino befindet sich der historische Borgo Bardolino, ein liebevoll restaurierter Innenhof mit mediterranem Flair, kleinen Boutiquen, Restaurants und viel italienischem Charme. Einst gehörte das Areal zur traditionsreichen Weinkellerei Guerrieri Rizzardi, deren Geschichte bis ins Mittelalter zurückreicht. Zwischen alten Mauern, gepflegten Gärten und historischen Gebäuden trifft Vergangenheit auf modernes Lebensgefühl. Il mattino si accende piano, sul lago c'è un richiamo, Bardolino mi chiama, con il suo sorriso chiaro, Aperol spritz tra le mani, il sole caldo che riscalda, il cuore batte più leggero, questa è la mia giornata. Tra le strade di pietra il vento canta la sua canzone e io respiro questa dolce vita senza alcuna preoccupazione. Sole sulla pelle, sapori d'estate, pizza fumante, risate infinite fate. Questa la vera libertà, Bardolino nel cuore, la mia felicità. Passeggio lungo il lago, i riflessi d'oro sull'acqua. Ogni momento è un dono, la mente si rilassa. Tra vino e mare, tra amici e musica lieve, il tempo si ferma un po', la mia anima si eleva. Tra le strade di pietra il vento canta la sua canzone e io respiro questa dolce vita senza alcuna preoccupazione. Sole sulla pelle, sapori d'estate, pizza fumante, risate infinite fate. Questa è vita, la vera libertà. Am Rande des historischen Zentrums besuchten wir die Kirche San Severo. Das romanische Gotteshaus aus dem 11. Jahrhundert zählt zu den bedeutendsten und besterhaltenen Bauwerken seiner Art im Veroneser Raum. Besonders sehenswert sind die gut erhaltenen Fresken aus dem 12. und 13. Jahrhundert sowie die historische Krypta, deren Ursprünge bis in die Zeit der Langobarden zurückreichen. Bevor wir uns schließlich auf den Rückweg zum Campingplatz machten, gönnten wir uns noch ein leckeres Eis in einer Gelateria am Hafen.
entlang des Lungolago Francesco Lenotti schlenderten wir zurück zu unserem Wohnmobil. Die gepflegte Uferpromenade zählt zu den schönsten Abschnitten des Ortes und bietet immer wieder herrliche Ausblicke auf den See. Ein besonderer Blickfang sind der Springbrunnen im Wasser und das Riesenrad am Ufer. Camminiamo piano accanto al lago, dove l'acqua sfiora la città. Le palme seguono il sentiero e il vento porta libertà. E mentre il mondo corre via, qui tutto trova armonia. Lungo il lago di Bardolino, tra riflessi e sogni leggeri, seguo il ritmo del tuo sorriso, come fanno i gabbiani nel cielo. Le terrazze guardano l'acqua, tra risate e complicità. Le montagne in lontananza disegnano l'eternità. Le barche sembrano sospese tra l'azzurro e l'immensità. Ogni passo lascia un'emozione che nessuno cancellerà. Lungo il lago di Bardolino, dove il tempo si lascia andare, tra la luce e la meraviglia c'è un momento da ricordare. Lungo il lago di Bardolino, tra emozioni semplici e vere, come una canzone che resta dentro il cuore per sempre. Zurück auf dem Campingplatz ließen wir den Tag in aller Ruhe ausklingen. Am Mittwoch brachen wir gegen 11 Uhr vom Campingplatz auf und spazierten in Richtung Garda. Der rund 30-minütige Weg verläuft direkt am Ufer entlang und bietet unterwegs immer wieder herrliche Blicke auf den Gardasee. Cammino piano accanto all'acqua, il sole danza sopra il blu. Ogni riflesso sembra un sogno, ogni respiro parla di più. La brezza sfiora la mia pelle, porta via la gravità. Non c'è bisogno di parole, qui tutto è semplicità. E il mondo resta un po' più lontano, mentre il cuore sorride così. Camminando sul lungo lago, tra la luce e la libertà, con il sole negli occhi e la felicità che va. Camminando sul lungo lago, senza fretta, senza perché, c'è soltanto questo momento e va bene così per me. Le onde seguono il loro ritmo come una vecchia melodia. Le montagne guardano il cielo, custodendo l'armonia. La vita scorre lentamente come l'acqua accanto a noi. Ogni passo sembra leggero, come se volasse via. Il tempo perde le sue lancette, mentre il cuore sorride così. Camminando sul lungo lago, tra la luce e la libertà, con il sole negli occhi e la felicità che va. Camminando sul lungo lago, senza fretta, senza perché, c'è soltanto questo momento e va bene così per me. Ogni istante è un regalo, ogni emozione viene da qui.
camminando sul lungo lago, tra la pace e la verità, con il lago che mi accompagna sento soltanto felicità. Der Lungolago Regina Adelaide ist die bekannteste Uferpromenade Gardas. Ihren Namen verdankt sie Königin Adelaide, die im 10. Jahrhundert auf der Burg von Garda Schutz fand. Garda gehört zu den ältesten und bekanntesten Orten am See. Seinen heutigen Namen verdankt der Gardasee sogar diesem kleinen Ort. Im Mittelalter setzte sich die Bezeichnung Lago di Garda zunehmend durch und ersetzte nach und nach den römischen Namen Lacus Venacus. Ausschlaggebend dafür war die Bedeutung Gardas als wichtiger Hafen- und Handelsort am Ostufer des Sees. Bereits die Römer wussten die reizvolle Lage zu schätzen. Mit seiner geschützten Bucht, dem malerischen Hafen und der beeindruckenden Landschaft galt Garda schon damals als eine wahre Perle des Sees. Die Casa del Comune liegt nur wenige Schritte vom Hafen entfernt. Die Gedenktafeln an der Fassade erinnern an die bewegte Geschichte des Ortes und an die Gefallenen der Weltkriege. Der malerische Hafen von Garda gehört zu den beliebtesten Treffpunkten des Ortes. Bereits seit Jahrhunderten spielte er eine wichtige Rolle für das Leben am See. Früher legten hier vor allem Fischer und Handelsboote an, die den Austausch mit den umliegenden Orten ermöglichten und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitrugen. Wo einst Fischer ihren Fang an Land brachten, herrscht heute ein entspanntes Urlaubsleben. Der Blick über den Hafen, die umliegenden Berge und den glitzernden Gardasee macht diesen Ort zu einem der schönsten Fotomotive in Garda.
Vom Hafen aus gelangt man direkt in die verwinkelten Gassen der Altstadt. Zwischen farbenfrohen Fassaden, blühenden Balkonen und kleinen Geschäften reiht sich ein malerischer Blick an den nächsten. Die Altstadt ist über Jahrhunderte gewachsen und hat sich ihren historischen Charakter bis heute bewahrt. Beim Spaziergang durch die engen Gassen entdeckt man immer wieder gemütliche Innenhöfe, traditionelle Restaurants und kleine Plätze, auf denen das Leben in typisch italienischer Gelassenheit seinen Lauf nimmt. Il sole danza sopra l'acqua, una brezza sfiora i fiori. Camminiamo senza fretta, tra colori e mille profumi. Le montagne guardano il lago, mentre il cielo sorride a noi. Ogni strada porta un sogno, ogni passo racconta di più. E tutto sembra così semplice quando sei qui vicino a me. Nel tuo abbraccio resterò, tra l'azzurro e la serenità. Guarda, ogni istante parla di noi, come una dolce melodia, senza fretta, senza un perché, solo il vento e la libertà. Guarda, dentro l'anima vivrai, come un canto che non se ne va. Tra le piazze e le terrazze, nasce un sorriso ad ogni passo. L'aria porta voci leggere, come un invito alla felicità. Sull'acqua scorrono i riflessi, come pensieri pieni di luce. Nei tuoi occhi trovo sempre la bellezza di questo luogo. E tutto sembra così semplice quando sei qui vicino a me. Nel tuo abbraccio resterò, tra l'azzurro e la serenità. Guarda, ogni istante parla di noi, come una dolce melodia, senza fretta, senza un perché, solo il vento e la libertà. Guarda, dentro l'anima vivrai, come un canto che non se ne va. Ogni emozione resta viva, come il profumo dei limoni. Porteremo questo incanto oltre ogni strada del mondo. Guarda, nel tuo abbraccio resterò, tra l'azzurro e la serenità. Guarda, ogni istante parla di noi, come una dolce melodia, senza fretta, senza un perché, solo il vento e la libertà. Guarda, dentro l'anima vivrai, come un canto che non se ne va. Dentro l'anima vivrai, come un canto che non se ne va.
unserem Rundgang durch das historische Zentrum gönnten wir uns eine kleine Pause an der Uferpromenade. Bei einem Essen mit Blick auf den Gardasee genossen wir die entspannte Atmosphäre des Ortes. Bevor wir uns schließlich auf den Rückweg zum Campingplatz machten, kamen wir noch am Piazzale Roma vorbei. Hier erhebt sich die Pfarrkirche Santa Maria Assunta mit ihrem markanten, rund 60 Meter hohen Campanile, der das Stadtbild von Garda prägt und bereits von weitem sichtbar ist. Auch das Innere der Kirche ist sehenswert. Neben mehreren kunstvollen Altären beherbergt sie wertvolle Gemälde venezianischer Meister. Auf dem Weg zurück zum Wohnmobil gönnten wir uns noch eine kleine Auszeit in einer Strandbar nahe des Campingplatzes. Bei einem kühlen Trink und herrlichem Blick auf den Gardasee ließen wir den Tag entspannt ausklingen. Unseren letzten Tag am Gardasee verbrachten wir ganz nach dem Motto: einfach genießen. Gegen Mittag machten wir uns noch einmal auf den Weg nach Bardolino. Wir schlenderten durch die Altstadt, stöberten in den kleinen Boutiquen und genossen das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen. Nach unserem Stadtbummel machten wir es uns im Ristorante Ca del Borgo gemütlich und gönnten uns ein leckeres Essen. Nach 4 Nächten auf dem Campingplatz Continental am Gardasee hieß es am Freitagmorgen Abschied nehmen. Nach dem Frühstück und dem Auschecken stand zunächst noch ein kurzer Tankstopp auf dem Programm, bevor wir Kurs auf den Reschensee und damit auf die letzte Etappe unserer Tour nahmen. Von unseren Erlebnissen im Finchgau berichten wir dann im nächsten Teil. Im Wohnmobil zu Hause sein. Oh, anderswo. Oh, 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 oh. Jeder Tag ist ein neues Kapitel. Wir sind anderswo und doch daheim. Wir folgen den Pfaden, die das Herz uns weist und finden das Glück, wohin wir auch reisen, anderswo und dort.